Herzlich willkommen im Computerspielemuseum Berlin. Neben mir befinden sich der Direktor des Museums, Andreas Lange, sowie die von mir geschätzte Frau Mauersberger. Und Frau Mauersberger als Nichtspielerin bekommt heute eine Führung von Herrn Lange durch das Museum. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, Ihnen heute mal ein bisschen zu zeigen, was Computerspiele, Kultur und Geschichte bedeutet und hoffe, dass es für Sie auch durchaus interessant ist, auch wenn Sie selber... Ich bin schon sehr neugierig. Wunderbar, dann würde ich vorschlagen, folgen Sie mir noch einfach in die Ausstellung. Ja. Ja, hier stehen wir vor der ersten Wand und ich möchte das eigentlich gleich mit einer Frage an Sie verbinden. Sie haben sicherlich schon mal gespielt in Ihrem Leben. Ja, mit Puppen als erstes. Puppen als erstes. Und, aber ich habe noch kein Videospiel gemacht, überhaupt nicht, also kein Computerspiel. Aber andere Spiele spielen Sie auch jetzt vielleicht gerne? Oder noch? Nee, Kartenspiele? ich bin kein Spieltyp, ich bin überhaupt kein Spieltyp. Okay, aber nehmen wir mal das Puppenspiel, ne, was Sie gerade genannt haben. Das ist hier die Stelle, an der wir unsere Besucher darauf aufmerksam machen, dass Computerspiele erstmal nichts anderes sind als Spiele. Ne? Mit Puppen, da spielt man Rollenspiele, die gibt es bei Videospielen natürlich auch. Da hat man dann eine virtuelle Puppe auf dem Bildschirm. Ihre Puppen, die konnte man noch anfassen, die waren aus Holz und Stoff gebaut. Ja. Oder es gibt eben Kartenspiele. Wir haben hier zum Beispiel ein Exponat. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Spiel hier ist? Schach kann das ja nicht zu tun. Doch. Ja? Richtig. Ja? Es ist ein Schachspiel, Ah, ja. und zwar ein besonderes Schachspiel. Es ist nämlich ein Fernschachspiel. Das sind übrigens Karten hier auch, die in der DDR sozusagen abgeschickt worden sind. Und man hat dann seinem Spielpartner, den Zug, den man sich überlegt hat, per Postkarte zugeschickt. Der hat den auf dem Brett nachgesetzt, hat es selber überlegt und hat dann sozusagen seinen Zug wieder zurückgeschickt. Allein um also einen Heute Zug, macht man so, Heute macht man so. Aber was war denn damals schon gleich gewesen zu heute? Man musste hier auch nicht am selben Platz sein. Man konnte sozusagen wie heute übers Internet, konnte der eine an dem Platz der Welt sitzen und der andere konnte an dem Platz der Welt sitzen. Und man konnte trotzdem zusammen spielen. Oder spielt heutzutage zusammen. Und das ging damals auch schon. Ja. Mit Schach. Ja. Sehen Sie? Und das ist ein Beispiel, was wir hier zeigen, dass also Computerspiele gar nichts grundsätzlich Neues sind, sondern dass sie eben Spiele sind. Mit einer bestimmten Technologie, eben Computertechnologie, aber dass die Art schon vorher existierte, selbst über Entfernungen hinweg miteinander zu spielen. Das ging hier natürlich nur zeitversetzt und es dauerte eine Weile. Heutzutage, wenn man über das Internet Schach spielt, geht das natürlich ruckzuck. Und ruckzuck ist die Partie dann auch entschieden. Hier dauert es oft jahrelang, bis dann so eine Partie mal entschieden war. Kann man auch während eines Schachspiels von dannen gehen. Aber das interessiert mich jetzt. Ja, das ist hier mal ein Beispiel dafür, dass Spiele nicht immer besonders gut angesehen waren zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Gegenden der Welt. Und wir haben hier aus dem Mittelalter, zum späten Mittelalter, das ist die Zeit der Hexenverbrennungen, da wurde ja der Teufel überall gesichtet und musste ja auch ausgetrieben werden. Und es gibt hier eins dieser Bücher, was ganz speziell die Spiele als Teufelswerk beschreibt. Und eben zu dieser Zeit hier, 1561, als das rauskam, war eben der Versuch da, alle Spiele zu unterbinden. Das hörte dann aber auch wieder auf und wir haben zum Beispiel Friedrich Schiller, der dann im 18. Jahrhundert sagte, der Mensch ist eigentlich nur ganz da Mensch, wo er spielt. Das heißt also, zu dieser Zeit haben Spiele wiederum eine sehr hohe Wertschätzung bekommen. Und im Augenblick mit den Computerspielen und den vielen digitalen um uns herum leben wir wieder in einer Zeit, wo Spiele sehr viel Wertschätzung wieder bekommen. Haben Sie schon mal was von Laterna Magica gehört? Ja, in Prag gab es sowas. Ja. Aber ich bin nie dort gewesen. Das ist im 18. Jahrhundert sehr populär gewesen. Da kam eine ganz neue Technologie auf, nämlich die Projektionstechnologie mit Linsen.
Und dann gab es Schausteller und Reisende, die mit diesen Apparaten dann Vorstellungen gegeben haben und Projektionen in den Raum, oft auf Nebel, der dann da gemacht wurde, Rauch gemacht wurde. Und wir zeigen hier ein sogenanntes Splatter-Killer-Game, also was wirklich auch Sie sehen hier eine Frau, die in Ohnmacht fällt, weil das so schlimm für sie aussah. Das ist eine Projektion, dieses Skelett. Ja. Und das lief alles darauf hinaus, quasi künstliche Welten zu erschaffen. Und diese Idee, den Menschen sozusagen Reisen in andere Welten zu ermöglichen, ohne dass sie tatsächlich aus der Stadt oder dem Dorf raus müssen, die wurde weiterentwickelt. Hier waren es noch individuelle Vorführungen. Panoramen. Dann ein Jahrhundert später, im 19. Jahrhundert, waren eigentlich die Vorläuferindustrie des Kinos. Und Panoramen, das sind diese Rundgebilde. Sowas gab es damals schon? Ganz viel, es war eine Industrie, vergleichbar mit der heutigen Kinoindustrie. Die hatten standardisierte Leinwände, sodass immer wieder ausgetauscht werden konnte, die Welt. Und dann hat man Eintritt bezahlt, um sich zum Beispiel mal, in dem Fall hier, Jerusalem zur Zeit Jesu anzugucken. Ja? Und weil das eben 360-Grad-Gebilde sind, hat man den Eindruck bekommen, ich bin ja wirklich da. Ja? Und Computerspiele haben diese Traditionslinie aufgegriffen. Offensichtlich gibt es ein Verlangen und eine Lust bei uns, diese Reisen zu machen, ohne dass wir uns wirklich fortbewegen wollen. Das ist ja wie eine Art Traum. Das ist ein Erlebnis für kleines Geld. Kann man für kleines Geld haben. Ja, eben. Ja? Und dieses Bedürfnis haben Computerspiele aufgegriffen. Ja. Und weil eben durch die Computererfindung, die es dann eben gab zwischen diesen Panoramen und den Computerspielen von heute, ist eben möglich, diese Welten so zu gestalten, dass man sich auch ganz reingezogen fühlt, aber man kann eben handeln auch. Man kann sich bewegen, man kann Sachen entdecken, man kann spielen. Und jetzt würde ich vorschlagen, gucken wir uns mal an, wie tatsächlich das erste Computerspiel dann angefangen hat. So, wir gucken zuerst mal uns diese beiden Fotos an, die 1951 an der Messe am Funkturm hier in West-Berlin entstanden sind. Das ist eine Industriemesse gewesen. Und was wir da sehen, ist eine große Maschine, da steht Elektronengehirn drüber. Und das ist ein englisches Produkt gewesen, ein Computer. Und das ist einer der ersten Computer, die tatsächlich verkauft werden sollten. Die sind im Zweiten Weltkrieg erfunden worden. Und nachdem der Krieg vorbei war, hat man also das verstanden, dass das eigentlich Produkte sind, die man verkaufen kann. Aber da muss man natürlich erstmal erklären, was das überhaupt für ein neues Produkt ist. Und die haben also ihren Computer umgebaut zu einer Spielmaschine und haben ein Streichholzspiel auf diesen Computer übertragen. Und haben gesagt, diese Maschine, die wir gebaut haben, die ist so schlau wie ein Mensch. Die hat ein richtiges Gehirn, allerdings ein Elektronengehirn. Und haben also die Besucher der Messe gebeten, oder haben ihnen die Möglichkeit gegeben, sie gegen diesen Computer sich zu messen. Und zu dieser Zeit hat natürlich noch keiner daran gedacht, dass das mal kommerziell interessant sein kann. Es gab ja kaum Computer. Und die waren so riesig groß. Und die waren ja so teuer und so riesig groß. Um Computerspiele zu verkaufen, musste die Computertechnik viel, viel billiger sein. Musste viel verbreiteter sein. Und handlicher sein. Und, genau, richtig. Und da machen wir deswegen jetzt einen Zeitsprung und springen mal von den 50er Jahren, 20 Jahre in die Zukunft, in die frühen 70er Jahre. Ja. Denn in dieser Zeit ist die Computertechnik permanent weiterentwickelt und wurde permanent billiger, sodass die Idee langsam entstand, das auch für kommerzielle Zwecke, für jeder Mann und jede Frau halt in Form von Spielen zu verwenden. Da gehen wir mal hier um die Ecke. Hier haben wir das erste kommerzielle Videospiel. Unterhaltungsautomaten gab es natürlich vorher schon. Und für die Hersteller war das eigentlich nur eine neue Technologie, die sie verwendet haben, nämlich Computertechnologie. Und sie haben Bildschirme, ganz normale Fernseher eingebaut gehabt. Und dieses ist eben der erste Versuch, dass diese neue Computertechnologie dann für diese Unterhaltungsgeräte zu nutzen. Und man konnte es vor allen Dingen für kleines Geld machen. Das war wichtig. Das war also in der Frühzeit war diese Automatenschiene eine ganz wichtige, um eben Computerspiele als neues Medium populär zu machen. Es gab aber auch schon zu dieser Zeit, 1971, die andere Entwicklung, die mehr im Heimbereich sich abspielte, wo man dann eben schon anfing, auch die Idee zu verfolgen, dass man Videospiele ja auch zu Hause an den Fernseher
anschließen konnte. Und dann drehen wir uns einfach nur mal um. Und hier sehen wir also den Prototypen aus den späten 60er Jahren des ersten Heimvideospiels. Ja? Und wir treten hier mal einen Schritt weiter und gucken uns die nächste Vitrine an. So sah dann das fertige Produkt aus. Das ist also hier 1972 das erste Heimvideospiel gewesen, was man an den Fernseher zu Hause anschloss. Ja? Was spielte man denn damit? Das zeige ich Ihnen jetzt mal in Form, also ich zeige Ihnen jetzt hier einmal eine Vorführung dieses Prototypen vom Erfinder selber. Das ist also eine alte Videoaufnahme, die er gemacht hat. Hier, das ist der Erfinder, Ralf Beer von damals. Und er führt jetzt dieses neue Produkt vor. So wie wir vor 20 Jahren der erste Computer vorgeführt wurde, führt er auch dieses erste Produkt vor. Ich spule mal ein bisschen vor und dass wir das mal sehen. Jeder Spieler steuert hier seinen Schläger und der Ball muss wieder zurückgeschlagen werden. Ja, ja. Das ist sozusagen das Spiel. Und es gibt noch ein ganz anderes charmantes Detail. Es gab auch keine Farbe. Und um Farbe ins Spiel zu bringen, schauen Sie, da hinten sehen Sie so eine Folie. Das sind Überlegfolien, die so durchscheinend sind, damit ein bisschen Farbe und ein Spielthema ins Spielfeld kommt. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal in einem Werbefilm von damals, wie das verkauft wurde. Wir gucken uns diesen Werbefilm, ganz kurzer Werbefilm an. So ist der Name dieses Gerätes hier. Daran kommen jetzt diese Überlegfolien. Und sehen Sie, jetzt ist es ganz klar Eishockey, das sieht man ja. Na, und jetzt, auch ein bisschen kindlich, und jetzt wird es gleich ein anderes Spiel, kommt nämlich eine andere es ist Tennis, Football. Aber es sind eigentlich immer diese Klötzchen, die man über den Bildschirm steuerte. Und insofern gab es da verschiedene Varianten und wie Sie sehen, gab es auch richtige traditionelle Spielbretter noch dazu, wo man dann den Spielstand nachsetzte, um eben das auszugleichen, dass das Gerät selber nicht mitzählt. Da hat man hier so kleine Autochens gesetzt und wer als erstes dann ins Ziel gekommen ist. Aber man hat die einzelnen Züge ausgespielt auf dem Bildschirm sozusagen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen letzten großen Sprung in die Gegenwart. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, denn das ist auch Teil unserer Ausstellung, eben ganz aktuelle Spiele. Und in dem Fall ist es sogar 3D-Spiel, wo man dann also noch realistischer eigentlich die Spielwelt erleben kann. Das heißt also, Sie können jetzt hier mal durch die Brille einen Blick auf das Spielfeld werfen und dann werden Sie schon sehen, dass das also wie ein richtiges 3D-Spiel aussieht. So, und jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt. Jetzt versuchen Sie mal, das Schiff zu steuern. Es gibt hier damit fahren Sie nach vorne und hiermit lenken Sie. Das ist so zum Hin und Her bewegen. Ach so, zum Drehen. Nee, nicht zum Drehen, sondern nach rechts und links schieben. Ach so. Genau. Schon ganz gut. Und wenn er jetzt so richtig an die Wand knallt, was passiert dann? Oh, das kostet Sie nur Zeit. Ziel ist natürlich, diese Strecke so schnell wie möglich zu fahren. Also in die Highscore-Liste werden Sie jetzt nicht mehr kommen heute. Aber darum ging es ja auch nicht. Nee. Ja, wie hat das gewirkt? Wie war das? Ja, es geht in die Sache der Geschicklichkeit. Ne? Ja. Und des räumlichen Sehens auch. Und das wird beim alten Menschen immer weniger. Also ich merke das schon, wenn ich abends im Dunkeln über die Straße gehe, ich kann nicht mehr so richtig abschätzen. Vielleicht kann man das trainieren. Also es ist sicherlich so, dass man sich ein bisschen einspielen muss, was die Geschicklichkeit angeht, aber auch was diesen 3D-Effekt angeht. Ja. Das ist gar keine Frage. Schönen Dank für die Führung. Sehr gerne. Sehr schön.
interessant, muss ich sagen. Ich fand es auch sehr lustig. Bloß mir ist es sehr fern. Aber wesentlich weniger. Ich habe jetzt wegen Vorstellung, was Computerspiele sind, hatte ich ja gar keine Ahnung. Ich glaube, das haben viele, das Problem. Ja, ich habe ganz viel dazu gelernt und ja, kann eigentlich dieses Museum sehr empfehlen. Ich finde es toll. Und mit dem Fazit verabschieden wir uns dann. Wir freuen uns auf euren Besuch.